Welches Büro passt wirklich zu mir und brauche ich auch wirklich eines? Heute will ich über einen der größten Schritte sprechen, den ich Anfang des Jahres für mein Business und für das Projekt eigene Show hier gemacht habe. Mein erstes eigenes Büro. Ich erzähle euch, welche Überlegungen ich gemacht habe, welche Optionen ich mir angesehen habe und ich habe mir da auch so ein paar Pro und Kontras rausgeschrieben und wofür ich mich letztendlich auch entschieden habe. Ich will ganz ehrlich mit euch sein, jahrelang habe ich meinen Content aus einem winzigen Zimmer in meiner Wohnung gemacht. Ich glaube, 4 Quadratmeter waren das höchstens. Und ich will damit auch direkt sagen, es ist absolut möglich. Man braucht keine riesige Fläche, um kreativ zu sein und ja, geile Sachen zu machen. Ich habe in diesem kleinen Raum Creative Streams gemacht, YouTube-Videos gefilmt und sogar Just Dance getanzt. Also erstmal Respekt an alle, die auch gerade im Homeoffice-Modus sind. Ich weiß genau, wie ihr euch fühlt. Es ist nicht immer leicht, aber ja, es gibt eben auch ein Aber. Dieses große Aber. Ich habe für mich persönlich gemerkt, dass es auf Dauer an die Substanz und vor allem an die Kreativität geht. Es ist immer dieses ständige Auf- und Abbauen von Sachen. Man ist so ja in einem kreativen Flow drinnen. Man will vielleicht auch schnell eine Idee umsetzen, aber da muss man erst mal 30 Minuten irgendwas aufbauen, hinher räumen, vielleicht irgendwas schön machen und bis dahin ist die Energie oft dann auch schon wieder verflogen und man hat dann schon wieder gar keinen Bock überhaupt was zu machen. Dazu kommt, dass mein Partner ja auch Content Creator ist. Das heißt, ständig war irgendwer bei irgendwem im Hintergrund zu hören. Also wir haben uns wirklich andauernd gegenseitig in die Aufnahmen oder in die Streams gesprochen. Und da war für mich einfach der Punkt erreicht, an dem ich wirklich gewusst habe, so okay, wenn ich das hier jetzt wirklich ernst nehmen will und auf ein neues Level heben möchte und wachsen möchte, dann brauche ich einfach einen eigenen Ort, so auch eine Trennung, dass ich irgendwo hingehe. Also Trennung und einen Ort, der wirklich schreit so, hier wird gearbeitet. Bevor wir uns aber jetzt die Optionen ansehen, die es gibt oder die ich mir zumindest angesehen habe, sollten wir erstmal über die Vorbereitung sprechen. Weil ich kann euch sagen, wenn ihr einfach nur blind drauf lossucht, ist das wirklich der schnellste Weg zu Frust und vielleicht sogar zu einer falschen Entscheidung. Ich blende euch hier mal meine ultimative Checkliste ein. Macht euch am besten einen Screenshot und stellt euch einfach wirklich mal, bevor ihr loslegt mit Suchen, folgende Fragen. Erstens Budget. Zweitens Platz und Bedarf, drittens technische Anforderungen, viertens Lage und Anfahrt und fünftens der Vibe. Kommen wir zur ersten Frage, das Budget. Was kannst du wirklich pro Monat ausgeben? Und da plant auch wirklich so ein Kaution, ein Puffer und vor allem auch Einrichtung. Zweitens, Platz und Bedarf. Brauchst du nur einen Schreibtisch oder brauchst du eine Ecke, in der du drehen kannst mit Platz für Lichter, Stative? Musst du vielleicht Equipment lagern? Und ganz wichtig, planst du zu wachsen? Brauchst du in einem Jahr vielleicht Platz für eine zweite Person oder kommt schon eine zweite Person mit? Drittens, die technischen Anforderungen. Wie schnell muss dein Internet sein? Also machst du Livestreaming? Ist ein LAN-Anschluss überlebenswichtig? Brauchst du einen 24/7 Zugang oder reicht dir normale Bürozeiten, wo du reinkommst? Und für uns Creator besonders wichtig, ist der Raum hellhörig oder kann man dort auch ungestört mit Ton aufnehmen? Und störst du auch keine anderen Leute? Lage und Anfahrt auch recht wichtig. Wie kommst du hin? Öffis, Autos, gibt es Parkplätze, auf denen du dann auch parken kannst und vor allem, wie lang ist der Anfahrtsweg, weil das kann die ganze gewonnene Zeit natürlich wieder auffressen, wenn du erst stundenlang hinfahren musst. Und fünftens, was ich auch sehr wichtig finde, ist der Vibe. Muss der Ort für dich repräsentativ sein? Kommen da Leute, empfängst du Kunden oder suchst du eher einen kreativen, hohen Raum, in dem du auch mal kleckern und laut sein kannst? Also das sind alles so Dinge, die ihr euch im Vorfeld überlegen sollt, bevor ihr mit der Suche startet. Wenn ihr das aber geschafft habt, dann geht's los. Ich möchte euch jetzt meine Optionen vorstellen, auch so ein bisschen mit Pro und Contra. Also das sind die Möglichkeiten, die ich mir angesehen habe. Vielleicht gibt es auch noch mal mehrere, aber das war, was ich so im Kopf hatte. Option eins: eine Wohnung als Büro mieten. Das war irgendwie so mein erster Gedanke. Eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung, so günstig und sie halt das Büro nutzen. Und irgendwie klang das auch sehr logisch, aber ist rechtlich, wie ich dann gemerkt habe, eine ziemliche Grauzone. Weil die meisten Mietverträge für Wohnungen
Die erlauben keine rein gewerbliche Nutzung und dazu kommt, du musst dich halt um alles selbst kümmern. Internet anmelden, Strom, Heizung, Versicherung und der Aufwand ist halt eigentlich schon sehr groß. Also war das für mich irgendwie raus. Ich habe mir am Anfang halt überlegt, die Pros sind auf jeden Fall die absolute Freiheit. Du bist hier dein eigener Herr, kannst 24/7 rein, wann du willst, hast halt die volle Kontrolle, du kannst alles so einrichten, wie du möchtest. Du kannst da drin halt quasi ja auch leben und es hat ein wohnliches Gefühl und das kann sich vielleicht ein bisschen weniger steril als ein Büro anfühlen, gerade wenn man halt so in dieser Creative Content Creation Bubble unterwegs ist. Die Kontras sind halt ganz klar die rechtliche Grauzone, weil die meisten Wohnmietverträge verbieten eine rein gewerbliche Nutzung und man will sich ja natürlich auch so ein bisschen den Ärger mit dem Vermieter sparen. Dann der riesige Orga-Aufwand, also man ist eben nochmal dafür zuständig, alles wieder anzumelden, Internet, Strom, Heizung, Versicherung und ja, das ist natürlich etwas, was einmal passiert, aber es ist trotzdem irgendwie nervig, I guess. Und die hohen Nebenkosten, also all die Dinge, die ich jetzt eben gerade aufgezählt habe, die kommen ja zur Kaltmiete noch oben drauf und das kann halt dann auch einfach wirklich sehr schnell sehr teuer werden. Die zweite Option, die ich mir angesehen habe, war so in Untermiete zu gehen bei einer anderen Firma in einem großen Bürokomplex, also dass ich halt einfach ein klassisches Büro miete, so ein eigenes Objekt, ganz für mich alleine. Das wäre natürlich der Traum, aber ist gerade für eine Einzelperson und am Anfang auch mit sehr hohen Kosten verbunden und ein großes, hohes Investment. Und oft hat man dann halt auch lange Kündigungsfristen und man ist eher unflexibel bei sowas. Trotzdem, was sind die Pros von sowas? Also man kann hier schon Schnäppchen machen, weil wenn man halt bei einer Firma sich untermietet, die halt nicht alle Räume vergeben hat, dann kann die auch ihre Leerkosten decken und dann ist das vielleicht eben Schnäppchenpotenzial. Man hat Networking inklusive, man lernt automatisch Leute aus einer anderen Branche kennen, was vielleicht auch zu tollen Synergien führen kann. Und es ist schon eine Infrastruktur vorhanden. Also man kann eine Küche nutzen, Internet, Meetingräume und muss sich nicht um die ganzen Sachen kümmern. Die Kontras hier waren für mich halt die starke Abhängigkeit. Man ist irgendwie so vom Hauptmieter abhängig. Wenn die ausziehen, muss man vielleicht auch mit ausziehen. Es gibt fremde Regeln, also es gibt Leute, die bestimmen, wie halt alles sein muss. Vielleicht eben feste Bürozeiten oder eine Firmenkultur, die vielleicht dann auch nicht ganz so zu mir passt. Und wenig Gestaltungsfreiheit. Du kannst den Raum halt meistens nicht so gestalten oder branden, wie du das gerne hättest. Option Nummer 3 war dann das Shared Office oder so ein Coworking Space. Also etwas, wo man sich halt einmieten kann. Und da gibt es auch zwei Modelle. Also einmal, dass man sagt, okay, man mietet einen Schreibtisch in so einem offenen Bereich. Das ist halt wirklich super für den Anfang, wenn man auch einfach mal von zu Hause raus will. Man hat da super viel Austausch, auch mit anderen Leuten. Genau, mietet sich dann einfach nur einen Desk. Oder man macht es so wie ich, meine Lösung, das ist ein Private Office. Das ist ein kleines, abschließbares eigenes Büro innerhalb des großen Shared Office. Die Pros da sind halt definitiv das Sorglospaket. Also man hat halt Internet, Strom, Reinigung, Kaffee, Küche, Meetingräume und das ist halt alles im Preis inkludiert. Bei mir kommt halt auch noch dazu, ich habe hier ein Bad, was geil ist nach Just Dance Streams. Also man kann hier halt dann einfach reinkommen, alles hinstellen und auch stehen lassen. Man ist sehr flexibel, die Verträge sind oft monatlich oder für wenige Monate kündbar. Das heißt, perfekt, wenn man noch nicht genau weiß, wo die Reise hingehen soll. Und es ist ein professionelles Umfeld. Man hat eine repräsentative Adresse, man kann Partner oder Kunden empfangen. Die Kontras, es ist oft wirklich teurer als andere Optionen. Also Kontra ist definitiv der Preis. Aber man darf halt nicht vergessen, dass man diese ganzen Inklusivleistungen noch hat. Dann natürlich, es ist halt ein Coworking Space, das heißt, man teilt sich die Küche, was bedeutet, dass es auch mal lauter sein kann oder man muss auf andere Leute Rücksicht nehmen. Und es ist auch ein bisschen weniger individuell. Die Büros sind oft standardisiert, man kann sich nicht so eigens einrichten. Für mich haben die Vorteile des Shared Office ganz klar überwogen, die Flexibilität, ich kann hier immer rein, wann ich will, dieses All-Inclusive-Paket, dass ich einfach alles habe mit Internet und Bad und Küche und Strom und ich hatte halt das große Glück, dass ich mein Office super individuell einrichten durfte und ich mich da halt auch extrem kreativ entfalten durfte. So, das waren halt so meine Optionen und jetzt möchte ich auch noch auf ein paar Kostenfallen so hinweisen, so zum Schluss und abschließend, das vergisst man gerne mal.
Egal für was ihr euch entscheidet, vergesst halt nicht, dass diese Kosten auch noch mit dazukommen können. Kaution, ja, das ist fast immer Teil, wenn man etwas mieten möchte. Das sind meistens so 3 Bruttomonatsmieten, die ihr dann auf einen Schlag hinterlegen müsst. Natürlich auch noch die Einrichtung, also Tische, Stühle, Regale, Lampen. Das läppert sich auch unglaublich schnell zusammen und dafür solltet ihr auch auf jeden Fall ein Budget einplanen. Und ganz, ganz wichtig, abschließend, eine Versicherung, eine eigene Haushalts- oder Inhaltsversicherung für auch wirklich teures Equipment, wenn das vielleicht in eurem Büro steht, schließt das ab. Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Ich hoffe, dieser Einblick in meine Recherche und meine Entscheidung hat euch jetzt auch so ein bisschen geholfen. Ja, ein eigenes Büro, das ist definitiv eine große Investition, aber für mich war es vor allem eine Investition in meine Professionalität, meine Kreativität und vor allem auch in meine mentale Gesundheit, weil dieser mentale Freiraum, den man dann gewinnt, wenn man Arbeit und Privates wieder klar trennt, das ist wirklich unbezahlbar und ist auch wirklich, ich kann mich hier einfach ausleben, ausbreiten und einfach das alles machen, was ich jetzt die Jahre über nicht machen konnte. Jetzt würde mich natürlich auch interessieren, wie ist eure Situation? Seid ihr Team Homeoffice und habt die perfekten Tricks gefunden, damit es auch funktioniert, oder überlegt ihr auch gerade den nächsten Schritt zu wagen? Schreibt gerne eure Erfahrungen in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben, subscribt, um meine Reise nicht zu verpassen. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, dicker Sushi-Kuss an euch und ciao, ciao!